Herzlich willkommen zu The Beginner's Guide, dem brandneuen Indie-Spiel aus der Feder von Davey Wreden, dem Stanley Parable-Entwickler. Viel mehr weiß ich nicht über das Projekt. Ich habe keine Screenshots mehr angeguckt, keinen Trailer angesehen, noch nicht mal Reviews gelesen, sondern springe komplett blind und unvorbereitet in dieses Projekt und würde sagen, ohne weitere Umschweife, ab geht's. Bitte Audio einschalten. Wer The Stanley Parable kennt, das habe ich Let's Played, ein sehr untypisches und unkonventionelles Spiel. Die Steuerung allerdings nicht unkonventionell. Und da bin ich mal gespannt. Hi there. Thank you very much for playing The Beginner's Guide. My name is Davey Wreden. I wrote The Stanley Parable, and while that game tells a pretty absurd story, today I'm going to tell you about a series of events that happened between 2008 and 2011. We're going to look at the games made by a friend of mine named Coda. Now, these games mean a lot to me. I met Coda in early 2009 at a time when I was really struggling with some personal stuff, and his work pointed me in a very powerful direction. I found it to be a good reference point for the kinds of creative works that I wanted to make. So just to start you off, this is, I think, the first game he ever made. It's a level for Counter-Strike. You can walk around here, by the way. And mostly it's just Coda learning the basics of building a 3D environment. But what I like is that even though he starts from the simple aesthetic of a desert town, he then scatters these colorful abstract blobs and impossible floating crates around the level. And of course, it destroys the illusion that this actually is a desert town, and instead this level becomes a kind of calling card from its creator. It's like a reminder that this video game was constructed by a real person. And it kind of makes you wonder, what was going through his head as he was building this? Oh. This is what I like about all of Coda's games. I mean, not that they're all fascinating as games, but that they are all going to give us access to their creator. I want us to see past the games themselves. I want to get to know who this human being really is. And that's exactly what we're going to do here. So, it's 2008, Coda starts making these games, and he never releases any of them. He doesn't put them onto the internet, he just makes them and then immediately abandons them, and they sit on his computer forever. And I think he really understood this image of himself as a recluse. At one point, he jokingly renamed his computer's recycling bin to Important Games Folder. So, you know, this was just how he worked. He tended to crank them out one after the other without even really pausing to try to understand what he had just made, until suddenly one day, he just stopped. In 2011, that was it. He made his last game, and then he hasn't made another one since. And that's why I've taken this opportunity to gather all of his work together, is because I find his games powerful and interesting, and I'd like this collection to reach him, to maybe encourage him to start creating again. And if the people like you who play this also happen to find his work interesting, then I'm sure it'll just send that much stronger of a message of encouragement to Coda. So thanks for joining me on this. If you have a particular interpretation that I haven't mentioned here, or if you just need to get in touch, you can email me at daveyWreden@gmail.com. Okay, that's about it for introduction. Let's take a look at Coda's first proper game. As each game is loading, I'll show you the date that it was completed. This first one was made in November 2008. Okay. Gut, also ich frage mich ehrlich gesagt, ob es diesen Coda tatsächlich gibt oder ob er wie Stanley quasi eine fiktive Figur ist oder ob es diesen Coda tatsächlich gegeben hat. Ich vermute mal Ersteres. Ansonsten, ja, das Counter-Strike Level viel konnte man noch nicht machen. Jetzt bin ich hier in diesem wunderschönen weißen Raum. Flüstermaschine aktiv. Oh, ich habe eine Waffe. Okay, das ist neu. Kann ich auch schießen? This game is called Escape from Whisper, and it's one of the more generic games you'll see from Coda. Ne, hier kann ich schon mal nicht lang. Soll das brennen? Klingt auf jeden Fall so. Auf jeden Fall, das hat eher so diesen typischen 2000er Jahre Ego-Shooter-Stil, so Unreal Tournament meets Quake meets was weiß ich, was es da noch so gibt. Sieht auf jeden Fall generisch aus, das muss man lassen. Okay. It kind of looks like this game was abandoned mid-development.
For instance, you have this gun, which you'd think would indicate that there are supposed to be monsters or enemies somewhere, but then clearly there are no enemies anywhere. You can't even reload the gun when you run out of bullets. Ja, das ist mir jetzt But passiert. ultimately, we don't really know. Maybe Coda thought that actually it was complete the way that it is. And I think that we should talk about his games for what they are, rather than for what they're not. Ja, meinetwegen. Enemy force neutralized. Ach, guck mal, jetzt kann ich hier lang. Enemy force neutralized. I love how you can see the bottom of the universe from this room. Oh, oh ja, stimmt. Ja. Oh. Und hier, diese 3 Punkte. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Blindenzeichen. Ah ja, jetzt kann ich hier lang. Was haben wir jetzt hier? Apparently, this space station has a labyrinth on it. Ja, schön. Sure, I don't know. There's really no reason for it that I've ever been able to discern, so in the interest of time, I'm just gonna skip you on past it. Okay, ja, machen wir das. Kann ich wieder zurückgehen? Or, if you'd really like to solve the labyrinth, you're welcome to do that too. Nee, komm. Okay, this is the part that's interesting. The game has this narrative about the Whisper Machine and how it has to be turned off, and then you get to the engine room. Ja, Hey, you there, in the engine room. You could save us all. That beam is powering the Whisper Machine. We could disrupt it by introducing a great enough heat signature. If your body could stop the beam. It's so much to ask, but for all of our lives, would you do it? Could you give yourself? Och, das ist jetzt wieder so eine Stanley Parable-mäßige Entscheidung. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich so einer anonymen Stimme aus dem Off vertrauen möchte. Jetzt ist die Tür zu. Na, prima. Kann ich einfach warten? This is not a branching point, unfortunately. Okay. The only option is to step into the beam. Also ich kenne ja sein voriges Spiel. Ich kenne ja The Stanley Parable und ich weiß halt eben, wer das Spiel nicht kennt, da gibt es manchmal so Abzweigungen, die man nehmen kann. Und wenn man das Gegenteil von dem tut, was der Entwickler oder der Narrator in dem Fall einem sagt, dann gibt es zusätzliche Möglichkeiten, das Spiel zu absolvieren. So kann man es eigentlich beschreiben. Und deswegen ist jetzt die Frage, aber hier scheint sich tatsächlich nicht viel zu tun, auch wenn ich warte. Ich werde jetzt ehrlich gesagt auch keine Lust, jetzt hier 10 Minuten lang rumzustehen und um diesen Strahl hier rumzurennen. Wie gesagt, der Stimme aus dem Off vertraue ich jetzt nicht wirklich, weil ich habe hier noch keinen anderen Menschen gesehen. Aber ich glaube, es geht tatsächlich sonst nicht weiter. Dann springen wir mal rein. Let me pause here for a second. Ja. What you just experienced, stepping into the beam and then dying, is probably what Coda had initially intended when he was developing this level. But when he first compiles and plays it, something goes wrong. There's a bug somewhere. And this is what happens instead. Achso, nee, jetzt darf ich... Okay, ich muss wohl noch mal in den Strahl. Oh, ich schwebe. Wow, cool. Abgefahren. The beam causes you to start floating. And this is an important moment for him. Because yes, this is technically a glitch, but Coda identifies something human about it. Like how small it makes you feel in the face of this larger chaotic system. Or this floating could be the afterlife, a peaceful place, juxtaposed against all of the hysteria that you've just had to traverse. I don't even know. I have no idea what he was thinking, but what's clear is that after making this, something lodges itself in his brain. He wants to do more of these really weird and experimental designs. So he stops work on this and moves on to a stream of tiny little games that go in all sorts of directions. Let's go ahead and take a look at the first game he made after leaving this one behind. Okay. Immer noch im November 2008. Kann mich nicht bewegen. Doch. Yep. In this game, you can only walk backwards. Wow. Das ist ja mal krass. Vergangenheit lag hinter ihr. Alter. Das ist mal geil. Das finde ich super. Warum ist da noch niemand drauf gekommen? Also hier gibt es irgendwie so Löcher. Kann ich irgendwie rein? Also ich kann tatsächlich nicht nach links, nicht nach rechts. Ich kann nur nach hinten, also nur rückwärts gehen. Und das hat natürlich den
Ach, den absoluten Nebeneffekt, dass ich nicht weiß, wohin ich gehe. Ist hier irgendwas? Oh. So it's a short and relatively minimalist experiment combining motion and narrative. It is less advanced than the previous game, but actually it seems to be more focused, more complete. Code is trying to give it a unique voice rather than simply basing it on a pre-existing trope. Warum ändert sich die Zukunft ständig? Das ist auch eine Frage, die ich mir stelle. Wenn sie stehen bleibt und sich umsieht, wird es klarer. Okay. Jetzt versuche ich mal hier hoch zu gehen. Das ist ein bisschen schwierig zu navigieren, ohne Sicht. Aber wenn die Zukunft immer hinter ihr liegt, wer ist sie? Wie soll sie dann Kraft finden, sich ihr zu stellen? It's a short little thought, it says what it wants to say, and then it ends. Didn't need anything more than that. Which to me is why it works, because it gets out quick. Okay, next one. Ja, gerne. Wow. Jetzt sehe ich mal so ziemlich gar nichts. Das erinnert mich ganz stark an die frühen Silent Hill Spiele. Da hat man nämlich auch so gut... Du betrittst nun? Da hat man so gut wie nichts gesehen. Ich kann auch wirklich... Ich kann weder nach links oder nach rechts, sondern nur auf diesem weißen Steinweg bleiben. Ich sehe auch, hier ist es eigentlich zu Ende, das Level. Links und rechts. Ich habe nur diesen einen Steinweg. And that's it. Okay, Whoa. the meaning of this game won't be clear just yet. Please be patient with me for a few more games, and I promise you'll see what makes it interesting. Dezember. Oftentimes, Coda would put bizarre titles like this one at the start of his games. Okay. I wish I'd known him at the time that he was making these early games. He would really only talk to me about his work as he was making it. Once he stopped work on a game, like, that was it. It was dead to him. And I don't agree with that at all, but what are you gonna do? Wird irgendwie langsamer, wenn ich hier hochgehe. Once you've been slowed to an absolute crawl, the door at the top of the stairs opens. So why, if Coda's not showing these games to anyone, why bother opening the door at all? Well, to show you, I'm modifying the game here so that when you press enter, it'll bring you back up to full speed so you can enter the door for yourself. Ich sehe da jetzt eigentlich eine Parallele und das ist eigentlich Machtlosigkeit. Oder irgendwie, ich kann nichts ändern. Ich kann nur rückwärts gehen, dadurch sehe ich nichts und kann quasi nicht sehen, was vor mir passiert. Hier kann ich nur sehr, sehr langsam hochgehen und habe auch keine Möglichkeit, das zu beschleunigen mit Bordmitteln. Und beim ersten Spiel konnte ich mich nur töten lassen und die Katastrophe nicht anders verhindern und überhaupt nicht interagieren. Ich habe jetzt mal Enter gedrückt, jetzt geht's wieder schneller. Und jetzt bin ich mal gespannt, was hier drin ist. Auf einem X stehen und 3 Stunden lang einen Bären anstarren. Ein Spiel, in dem Gegenstände gesammelt werden, wenn du alle Gegenstände hast, wird das Spiel automatisch beendet. Du bist die Königin und polierst deine Juwelen, während dein Königreich zugrunde geht. Du bist eine Tür. Nice and filled with little ideas for games. Ein ganz normales Spiel, in dem du alle 15 Sekunden ins Mikrofon brüllen musst, damit das Spiel weitergeht. Das kriege ich hin. Coda would often tell me that he didn't mind if people thought of him as cold or distant. He said that he knew that he was actually a vibrant and compassionate person, but that it takes time to really see that. It can be a very slow climb to get there. Ein Fremder erscheint. Ich bin der große Fan von Du bist eine Tür. Es gibt Goat Simulator, warum nicht Door Simulator? Auf die Fische, fertig, los. Ja. Okay. Dann hier weiter. Das sieht mir hier so ein bisschen nach Standardtextur aus, so. Ehrlich gesagt, Asbestblöcke. Dekoriert mit Holz. Well, this is new for Coda. It's an actual puzzle. Go ahead and see if you can solve it. Hier komme ich hoch. Ich auf. Oh, schwarzer Rauch. Heißt, kein neuer Papst wurde gewählt. Kann ich hier irgendwas machen? Kann ich mit der Tür interagieren? Mal zu. Das hat mir jetzt aber auch nichts gebracht. Mach ich wieder auf.
Vielleicht, wenn ich die Tür zumache und durchgehe schnell? Ah, da ist so ein Schalter. Don't forget that solution, because we're going to see this puzzle again soon. Das habe ich We're doch gonna eben see it a gesehen. lot. Das ist doch dieses Blindensymbol, das habe ich doch eben gesehen. Da in diesem Raumschiff. Und, okay, Rätselslösung merken. Tür schließen, durch die Tür gehen, während die Tür schließt und den Mechanismus von der anderen Seite. Das kann man sich merken. Ansonsten, ja, wenn ich auch hier runtergesprungen bin, komme ich nicht mehr weiter. Was haben wir So hier? that seems to be it, right? You walk down a corridor, you solve a puzzle, you get to the end. Simple enough. All right, now I'm going to modify the game again so that when you press enter, it'll remove all of the walls from this room. Okay. Es ist abgefahren hier. How about that? There was more to it than we had any way of knowing. I actually find it funny that this game comes after the Stairs game, since they essentially convey the opposite idea. So, in the Stairs game, a dull exterior concealed a rich interior. And then, in this level, a dull interior hides this fantastic outer world. Either way, I think that the point is the same, is that most of the time you don't get to know what you're missing, or even that you're missing anything. That's not your role as a player. So if your role here is not to understand, then what is it? Also ich finde ja, Spiele... Ich pausiere mal kurz. Ich finde ja, dass Spiele generell immer darum gehen, Kontrolle auszuüben. Man kontrolliert das Geschehen, man ist aktiv und in diesem Spiel bislang habe ich keine Möglichkeit, als einem vorgegebenen Weg zu folgen und das Spiel spielt mit mir und nicht andersrum. Das waren die abschließenden Überlegungen zu der ersten Folge und Kapitel Nummer 6 hinausgehen, gucken wir uns dann bei der nächsten Folge an. Ich würde sagen, ein spannendes kleines Spiel bislang, sehr unkonventionell, macht auf jeden Fall Bock auf mehr und dann sehen wir uns zu Folge 2 von The Beginner's Guide. Ich freue mich. Ciao.